Hallo, das Kugelstudio meldet sich für die Saison 2023/2024 zurück. Natürlich haben wir uns die neuen Elemente, die im September erschienen sind, angeschafft und sie in eine Bahn integriert. Wir haben versucht, 4 Releaser mit unterschiedlichen Methoden zu füttern und auszulösen. Das Befüllen des Releasers mit Kugeln nennen wir ganz einfach Füttern. Dabei haben wir uns auch der Connect-App bedient und die anderen Gimmicks wie Sound und Light und Kugelboxen werdet ihr auch in unserem Video sehen. Und nach Betrachtung der verschiedenen Methoden gibt es natürlich auch ein One-Take. Und jetzt Action vor Releaser. Es kann losgehen. Betrachten wir den ersten Releaser. Nach dem Start von 6 Kugeln und einem rasanten Lauf durch ein Labyrinth landen diese in 2 Tip-Tubes. Eine letzte einlaufende Kugel triggert schon den Liver an, der nun eine Auslöseschleife startet. Die Tip-Tubes haben den Releaser nun von 2 Seiten gefüttert. Die erste ausgelöste Kugel macht sich auf den Weg zum nächsten Releaser und löst dabei den Lever erneut aus. Der grüne Sensor wird mittels Connect-App 4-mal ignoriert, bis die 5. Kugel den Switch in eine andere Richtung für die 6. rote Kugel stellt. Eine Methode wäre also, eine direkte Schleife zu bauen, die immer wieder den Releaser auslöst. Während die ersten 5 Kugeln bereits den nächsten Releaser über einen Elevator füttern, macht sich die rote Kugel auf den Weg. Diese 6. rote Kugel wird der Auslöser für den zweiten Releaser. Zuvor wird sie aber einen kleinen Treppenspaß mitmachen müssen. Eine andere Methode, den Releaser mit einer und derselben Kugel immer wieder auszulösen, ist, diese Kugel auf verschiedene Wege zu führen und sie immer wieder zurück zum Releaser zu bringen, um ihn auszulösen. Die hier über die 4 Kaskaden realisierten Wege könnten natürlich beliebig ausgebaut werden. Die 5 ausgelösten Kugeln werden nun einmal über verschiedene Wege zum nächsten Releaser geschickt. Die rote Kugel wird weitergeschickt, um auch den nächsten Releaser initial auszulösen. Hier sehen wir eine Methode, bei der eine freigesetzte Kugel selbst die nächste auslöst. Ein wiederum durch die Connect-App programmierter Trigger sorgt dafür, dass erst die 6. Kugel einen anderen Weg durch den Switch nimmt. Unsere 5 Kugeln füttern schon wieder den nächsten Releaser. Die 6. rote Kugel nimmt jedoch einen kleinen Irrweg, um schließlich und endlich den letzten Releaser ebenfalls initial auszulösen. Um jedoch alle Kugeln zu befreien, bedarf es weiterer Auslöser. Bei dieser Variante sorgt ein Starter für die restlichen Kugeln, die durch einen Zieltrigger ausgelöst werden. Und hier nun noch der One-Take für diese Bahn.